Wie geht's? Hast du nicht etwas Bequemeres anlegen? Weißt du, etwas Chilligeres? Keine Ahnung, was meinst du zum Beispiel? Vielleicht so etwas. Und? Ist jetzt besser? Echt jetzt? Trainerhose und Trainerjacke? Du hast gesagt, etwas Entspannteres. Ich habe mir etwas eigentlich dazwischen vorgestellt, so etwas wie das. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist der Sven, so wie ich ihn kenne. Hallo Sven. Ja, hoi Tama. Er ist ein bisschen nervös. Dabei bist du ein Stand-up-Comedian. Mein skandinavischer Vorname passt jetzt nicht so optimal zu meiner balkanischen Kopfform. Ich meine, du stehst immer vor Leuten, die dich anschauen und Erwartungen haben und jetzt schaust du einfach nur in die Kamera und das macht dich nervös. Ja, das macht mich sehr nervös. Ich weiss nicht, ob das Lachen ehrlich gemeint ist oder nicht. Also, du bist halb Kroat, halb Serb. Genau, und noch Schweizer, ja. Und Schweizer zu 100%. Ja, das auch. Also sind wir bei 200% Nationalität angekommen. What? Du bist ja Jurist. Wenn du jetzt mit deinen Berufskollegen bist, machst du jetzt auch nicht einen auf Oberjugo? Nein, ja. Ich habe das Wort gesagt. Darf man überhaupt Jugo sagen, wenn man nicht selber Jugo ist? Da musst du einfach immer schauen, wie es jemand meint. Jetzt in diesem Zusammenhang ist es natürlich easy, aber wenn ich höre, dass ein alter Mann im Zug mich anschreit, «Oh, der Jugo!», dann geht es wieder nicht. Dann ja, ist halt schon unangenehm. Juristen kenne ich nicht viel in meinem Ausländerfreundeskreis, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ein Vorurteil. Also es gibt viele Ausländer da und Ausländer. Schweizer mit Migrationshintergrund halt, ja. Schau, jetzt ist es sogar noch korrekt. Ein Ausländer ist für mich jemand, der seit 3 Tagen in der Schweiz ist und morgen wieder geht. Ich bin ein Schweizer Ausländer, ich bin Neuschweizer oder was auch immer. Die landen halt nachher nicht in den Schlagzeilen von gewissen Blättern, weil es macht niemand einen Bericht darüber, ja, der Herr Itsch ist jetzt Doktorand. Cool. Das interessiert irgendwie niemand. Aber wenn der Herr Itsch irgendwie umrast, dann hört man es halt. Wenn man einen Nachnamen hat, der mit Itsch aufhört, hat man gewisse Nachteile. Ich bin knapp in der Generation, die noch davor gekommen ist. Ich bin 90er-Jahrgang. Also ich hatte jetzt gar keinen Nachteil, habe ich das Gefühl. Ich habe im Gegenteil vielleicht sogar einen Vorteil gehabt. Leute haben das Gefühl, oh, Itsch kann echt lesen und schreiben. Und nachher kannst du es und nachher sind sie geflasht. Wenn du einfach nur schon 5 Jahre älter gewesen wärst, kommst du noch in die Zeit, wo das Verhältnis von Schweizer und Balkaner noch wirklich merklich angespannter war. Früher ist die Stimmung, die Rhetorik, alles anders gewesen. Wenn du einfach siehst, dass jemand Ivan S. heisst und ein Vergewaltiger ist, du hast einfach in Zusammenhang gebracht mit Sexualstraftätern, dann gibt dir das auch nicht so ein mega schönes Gefühl, dass du ein schwarzes Schaf bist, das rausgekickt wird. Reden wir doch mal über Klischees. Alle aus dem Balkan sind gross. Also gut, ich bin 1,95. Das heisst, ich bin einer der kleineren Kroaten. Zum Teil fühlst du dich wirklich klein. Und wenn du zurückkommst in die Schweiz, hast du halt das Gefühl, du bist halt schon der Boss. Das ist kriminell. Und alles Raser. Die Faktoren, die jemanden kriminell machen, sind natürlich nicht die Nationalität, sondern einfach, wenn du männlich bist, unter 25, dann ist es fast sicher, dass du irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt kommst. Würde man also zum Beispiel einfach junge Schweizer Männer vergleichen mit jungen ausländischen Männern, dann wäre die Kriminalstatistik ziemlich vergleichbar. Was gibt es noch für Vorurteile? Ah ja klar, Trainerhose. Die redet alle Trainerhosen an. Ich würde das gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Wieso nicht? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In Basel haben sie Trainer verbieten am Gimmi. Trainer ist nicht etwas, das einfach nur asoziale Leute tragen oder Leute, die irgendwie nur RTL 2 schauen. Für mich ist ein Trainer auch ein Teil von einer Subkultur. Und das checken die Leute einfach nicht. Die Leute haben das Gefühl, ja, ein Punker mit einem Irokes, das kann man akzeptieren. Mit zerrissenen Hosen, ein Goth. Aber die ganze Hip-Hop-Jugendkultur akzeptiert irgendwie niemand. Und Trainer sind per se schlecht. Mit diesem Vorteil würde ich gerne aufräumen. Es gibt auch sehr elegant geschnittene Trainer. Viele von meinen Kollegen haben das Problem, dass sie in einem Anzug zwar top aussehen, aber doch das gewisse Balkanische fehlt. Wie man dem entgegenkommen kann, zeige ich Ihnen jetzt gerade. Findest du, an Schulen sollte man Trainerhosen erlauben oder sollte man sie verbieten? Sag es mir jetzt unten in den Kommentaren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann musst du liken, Thumbs up und abonnieren und teilen und ganz viel Liebe einfach so verschenken. Ist gut? Bis zum nächsten Mal. Bye! Ciao, ciao! Gut. Zurich. Wie sagt ihr? Zürich. Bern. Bei uns ist es Bern. Wie sagt ihr eigentlich Pommes frites? Pommes frites, ja. Pommes frites. Wir sagen im Fall Pommes frites.